4 Nationen, 4 Waffensysteme und Batterien, ein Auftrag. Die Unterstützung der VJTF, die Very High Readiness Joint Task Force der NATO. Als Teil von ihr wird ein multinationales Artilleriebataillon 2019 die Speerspitze der NATO bilden und auf jede Krise, wo auch immer sie geschehen mag, schlagkräftig reagieren. Doch bis dahin wird geübt. Die Belgier tragen zum Verband die Feldhaubitze LG1 bei. Ein besonders leichtes und flexibles Waffensystem hoher Mobilität. Das Understanding ist super, ist mittlerweile fast schon auf einer Kumpelebene, kann man sagen. Und wir haben uns auch während dieses Artillerieschießens hier gegenseitig auch in den Feuerstellungen besucht und gegenseitig auch die Systeme erklärt und durchgeführt. Und das ist also eine sehr freundschaftliche Basis. Doch woher bekommen die Soldaten ihre Ziele? Artilleriebeobachter des Joint Fire Support Teams nutzen zum Beispiel die Drohne KZO, um sich ein genaues Lagebild zu verschaffen. Wir klären Ziele auf, beziehungsweise kriegen auch durch den Kampftruppenchef Ziele zugewiesen. Es ist wichtig, Blick ins Zielgelände zu haben, um so Ziele aufzuklären und versuchen diese eben mit Steilfeuer oder auch dann bei uns im Team mit Luftbodenmitteln, also mit Flugzeugen, mit Jets zu bekämpfen. Der Raketenwerfer Mars 2. Die Besatzung hat vom Gefechtsstand einen Feuerbefehl erhalten. Zügig muss jetzt Stellung bezogen und eine stabile Schussposition hergestellt werden. Der Mars 2 kann 2 Arten von Raketen verschießen. Das ist einmal die Unitary-Rakete, eine GPS-unterstützte Rakete, die in die Tiefe des Raumes wirken kann, bis zu 85 Kilometern für Punktziele. Und auf der anderen Seite haben wir die AT-2-Minenrakete, die mit einer Rakete 28 Minen ins Ziel verbringen kann und so mit dem Verschuss von 2 Raketenwerfern eine Sperrbreite von 1,5 Kilometern erreichen kann. Das Joint Fire Support Team hat ein bedeutendes Ziel aufgeklärt und der Kommandeur entschließt sich zur Feuerzusammenfassung. Die norwegische Batterie setzt ihre Haubitze M109 ein. Wie klappt die Zusammenarbeit und das Zusammenleben der Soldaten aus 4 Nationen? Es ist natürlich voller Herausforderungen, aber es gibt einen großen Lerneffekt für alle Seiten. Wir testen und fordern das System und es funktioniert. Die Panzerhaubitze 2000. Nicht nur das Hauptwaffensystem der deutschen Artillerie. Auch die Niederländer bringen das Gerät ins Bataillon ein. Vier Nationen in einem Bataillon. Wo liegt der Vorteil dieser Multinationalität? Es ist erstmal hochkomplex, das darf man nicht verleugnen, aber der Vorteil ist, dass man Fähigkeiten in sein Bataillon bekommt, was wir national in Deutschland nicht mehr haben. Zum Beispiel die Fähigkeit der Belgier mit der Feldhaubitze 105 mm. Das sind Fähigkeiten, die wir schon vor langer Zeit aufgegeben haben und die wir jetzt hier wieder im Portfolio zur Verfügung haben. Das Schießen auf dem Truppenübungsplatz Bergen ist vorbei. Aber im Oktober geht es erst richtig los. Bei Trident Juncture führt Oberstleutnant Lorenz sein Artilleriebataillon in Norwegen.